und für das sind wir unendlich dankbar. Ja, dass es da wirklich einfach auch dass es wirklich einfach Menschen gibt auf der Welt, wo einem helfen. Da sind wir ja vorgefahren mit dem Auto, ich weiss nicht, ob wir das auf einem schon hatten. Und wir letztes Mal da waren und wollten zum Wald schauen und dann hat das Auto gemacht und sind wir da festgesteckt. Oh, die Nacht habe ich noch Dings gehört. Schakal, haben Sie gehört? Die Jaulen. In der Schweiz mal wirklich etwas wäre. Also alle haben ja immer Angst, dass irgendetwas passiert. Und falls wirklich mal etwas wäre, keiner in der Schweiz hat einen Garten. Das weiss ja gar niemand, wie er sein Gemüse anbaut. Also, wir haben einen Brunnen. Und wir haben unser eigenes Gemüse. Plus da hinten hat jeder einfach mindestens 5000 Quadratmeter Land und sein eigenes Gemüse. Und ich bin zum Schluss gekommen, in der Schweiz hätte ich mehr Angst. Oder besser gesagt, ich habe in der Schweiz mehr Angst. Weil, wenn etwas wäre, es sollte ja niemand essen daheim. Und auch kein Garten. Ja, da ist unser Weg runter. Dann zum Fluss, zu der Sava. Und die ist jetzt bis da oben. Und wir sind letztes Mal sind wir eigentlich da unten am Sandstrand gewesen. Genau, jetzt hat es ein bisschen geregnet und die kommt halt dann wirklich rauf. Und man sieht es, also wenn man es gut sieht, da, die ganzen Bäume da sind auch unter Wasser. Und es hat ja da äh, so einen Damm, wo es gemacht hat. Man sieht es auch, da geht es wieder ein bisschen runter. Und was wir jetzt gehört haben, ja, das ist jetzt schwer zu zeigen. Es ist schon mal etwa bis, ich glaube, da hin ist sie auch schon mal gewesen, aber das da ist ja noch ein rechtes Stück. Und das Wasser steigt ja nicht gerade rauf, sondern es geht ja flach. Und bis da flach raufkommt, muss es ja wirklich auch auf der anderen Seite ja, auch noch rauf. Und das sind da, was sind das? Bis über etwa 200 Meter. Oder? Das ist schwierig zu schätzen. Ist auf jeden Fall ewig weit. Und das Highlight ist ja, dass wir einfach da so verlaufen, da entlang, da vorne, dann da rüber und, oh, muss ich scharf machen. Und da vorne ist unser Haus. Jetzt kann ich vielleicht noch schnell zoomen. Geht das? Da. Zoomen wir ran. Da wohnen wir. Yeah. Uhu. Und das ist echt das Highlight. Weil wir laufen einfach da vorne. Dann da, so weiß ich nicht, könnten wir da über noch im Wald hindern. Dort laufe ich nachher mal hindern. Oder wir gehen straight da runter. Ja, und ihr seht, da ist viel Abholz. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Doch, man kann mal zoomen. Fabio, du kannst zoomen. Ja, bin noch am Trainieren mit dem ganzen Zeug. Genau, dort ist auch viel Holz, wo man liegt. Und wir werden wahrscheinlich mit der Zentralküchenhexe, haben wir uns jetzt überlegt, werden wir wahrscheinlich Installationen machen, dass wir im Winter eigentlich gerade kochen können auf dieser Küchenhexe. So würden wir natürlich Strom sparen für den Herd, weil das ist dann eigentlich unsere Zentralheizung. Und ja, man kann da eigentlich das Schwemmholz locker holen mit einer Karette und da überbringen. Genau, und von dem her werden wir das dann wahrscheinlich so machen. Ah, ich kann mich ja mal noch zeigen. Oh, falsch rum. Da, das bin ich. Oh, nicht zoomen. So, das bin immer noch ich und sehe mich besser. Hallo. Genau, und dann können wir da eigentlich das Schwemmholz holen. Und dann kann ich das einfach vorbringen und dann haben wir Holz quasi vom wo man liegt. So, halt, wo man liegt. Genau. Ja, das letzte Mal, als wir da waren, war noch grün. Jetzt ist es kahl, aber es ist auch mega schön, muss ich sagen. Vollends. Und nachher gehen wir mal nach vorne ans Haus und schauen dort auch noch mal schauen. Ein paar Überlegungen machen. Weil dann können wir eigentlich wirklich jetzt mit den Überlegungen dann heim und können von daheim aus ja, die nächsten Schritte planen. Wahrscheinlich kommen wir dann im März oder so mal nochmal da hin und dann können wir schon die ersten Arbeiten selber machen und dann vielleicht auch jemanden kommen lassen. Wir haben es jetzt gestern wirklich noch, also jemanden kommen lassen, der uns dann
vielleicht etwas abnehmen kann, je nachdem, was wir jetzt selber machen können. Wir sind jetzt gestern wirklich einmal schauen. Und es sieht wirklich nicht aus, dass wir viel machen müssen. Wirklich nicht. Wir sind ja mit dem Campinhaber sind wir nochmal führen gegangen. Er, wo uns das ja ich habe den Faden verloren. Das gibt's. Er, wo uns das Ganze möglich gemacht eigentlich, genau, oder möglich gemacht hat, wo ja der Inhaber ausfindig gemacht hat für uns und das Ganze jetzt auch für uns geregelt hat, jetzt auch mit uns mitkommt und das sind wir unendlich dankbar. Ja, dass es da wirklich einfach auch, dass es wirklich einfach Menschen gibt auf der Welt, wo einem helfen. Ja, schon schön. Genau. Und ja, viele können wir dann von daheim aus machen. Planen und alles. Uiuiui, ja, oh, das war ja da gewesen. Das war ja eine Sache gewesen, muss ich erzählen. Da sind wir ja gefahren mit dem Auto, ich weiss nicht, ob wir das auf einem schon hatten. Und wir letztes Mal da waren und wollten zum Wald schauen und dann hat das Auto gemacht und sind wir da festgesteckt. Und ich so, nein, wir sind am Sterben. Und dann ist einfach meine Frau ausgestiegen, ist zum Autoführer gestanden und hat einfach gestoßen wie wild und hat uns gerettet. Sie hat uns tatsächlich gerettet und dann sind wir da, bin ich schnurstracks so gefahren. Sie war da hinten noch und musste im Dreck laufen. Und hat dann da vorne, habe ich sie fast nicht reingelassen, weil sie dreckig war. Und ich gesagt, nein, so dreckig kannst du laufen. Und dann hat sie gemeint, okay, es sind die Flüger. Nein, ist Spass. Dann sind wir wieder eingestiegen und weitergefahren. Wir haben dann gedacht, eigentlich wäre es halb so wild gewesen, wenn wir festgesteckt wären. Wir wollten schon da bleiben. Aber wir sind dann halt wieder heim. Genau. So, viel Laber, wenig Sinn wahrscheinlich, wie immer. Ja. Genau. Ja, jetzt gewöhne ich mich auch gerade ein bisschen daran, das Teil. Ich sollte sie eigentlich mehr benutzen oder will sie eigentlich mehr benutzen. Weil theoretisch, ui, da geht es gar nicht so weiter, wie ich gedacht habe. Ja, wir schauen mal. Wenn ich feststecke, kann mich niemand holen. Oh, die Nacht habe ich noch Dings gehört. Schakal, habe ich sie gehört. Die Jaulen. Ja, die sind anscheinend so schüch, dass es schon an eine Seltenheit grenzt, wenn man sie sieht. Einfach so. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Schakal. Habe ich ganz andere Erinnerungen gehabt, beziehungsweise ich habe gar nicht gewusst, wie die genau aussehen und bis dann einmal googeln und die sind so süß, das müsst ihr machen. Das ist wirklich sehr süß. So, also ich hänge da mal ab, bevor ich baden gehe. Ja, der Tümpel meine ich natürlich. Oh, da können wir noch da rüber zoomen, noch schnell. Da. Noch nicht abgehängt, haha, bin noch da. Ja, ich glaube, das ist da über das Feld, wo wir einfach könnten. Da vorne sind wir daheim. Und dann habe ich auch gesehen, von unserem Feld kann man eigentlich direkt über einen Wald. Und das ist, glaube ich, auch ein grösseres Stück Wald da hinten. Und das war auch das Kriterium für uns, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich wirklich auch einen Wald in der Nähe. Entweder unmittelbar oder in kurzen Gehminuten. Und nicht siehst irgendwie über Stock und Stein und schon am Wald ankommen und eigentlich wieder umkehren können, wie man nicht mehr mag. Ja, und das ist ja das Schöne da hinten, es ist alles flach, es ist wirklich einfach alles flach und wir freuen uns schon mit dem Velo können fahren und ja. Und dort, wo wir jetzt wohnen, haben wir länger, also wir wohnen in der Schweiz, wir haben länger zu einem Laden wie da. Für all die denken, oh nein, man, so, die wohnen jetzt auf dem Land und dort, ja, was, Versorgung und alles, ja, Versorgung, wir sind Selbstversorger, genau, das ist unsere Versorgung. Wir würden überleben, wenn es nichts mehr geben würde, wir haben einen Brunnen vor dem Haus, wir haben unser eigenes Gemüse, wir haben einen Laden, wo wir zu Fuß laufen könnten oder eben mit dem Velo. Bei uns in der Schweiz, ich meine, das ist ja, ich weiss nicht, ob es stimmt, aber das ist einfach so meine Überlegung, wenn in der Schweiz mal wirklich etwas wäre. Also alle haben ja immer Angst, dass irgendetwas passiert. Und falls wirklich mal etwas wäre, keiner in der Schweiz hat einen Garten. Das weiss ja gar niemand, wie er sein Gemüse anbaut. Also ja, aber die Erde rein und gut. Oder auch das funktioniert nicht immer. Das ist wirklich noch eine Kunst für sich. Genau, und wenn man da den Platz nicht hat und dann auch das Wasser,
kann man ja nicht einfach so trinken, irgendwo, wenn das auch nicht mehr funktionieren würde. Und wir haben einen Brunnen und wir haben unser eigenes Gemüse. Plus da hinten hat jeder einfach mindestens 5000 Quadratmeter Land und sein eigenes Gemüse. Also, ich habe da überhaupt keine Angst. Klar, wir machen ja alle müssen ja die schlimmsten Szenarien ausdenken, um auch wirklich dann können sicher sein, wenn etwas ist. Und ich bin zum Schluss gekommen, in der Schweiz hätte ich mehr Angst. Oder besser gesagt, ich habe in der Schweiz mehr Angst. Weil, wenn etwas wäre, es hat ja niemand essen daheim. Und auch kein Garten und auch nichts wahrscheinlich am Lager. Ja, weil wir gehen halt im Migros posten und haben halt nichts selber. Und von dem her, ja, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich in der Schweiz mehr Angst muss haben, dass wenn wir Hunger bekommen, dass plötzlich vielleicht der liebe Nachbar gleich auch einmal eine Wurst kommt klauen. Also natürlich bei uns ein Würstchen, die Gurken. Ja, dumm, wieso sage ich Wurst, Mann? Ja, gibt's amigs. Amigs bin ich auf Autopilot und fliege so durch die Gegend. Oh, ja. Und sonst kann man rausschneiden, habe ich gelernt. Also meine Frau macht das alles, mir wäre es zu dumm. Bin ich sehr dankbar, dass Zora das ganze Zeug macht, weil ich hätte da keine Nerven, die Videos und so schneiden. Aber so machen wir Arbeitsaufteilung. Das ist ja gut, Arbeitsaufteilung ist super. Genau. Weiter im Kontext, ja genau, Wasser haben wir entweder am Fluss, das könnte man filtern, oder wir haben es aus dem eigenen Brunnen. Oder das Quellwasser, das direkt von den slowenischen Bergen kommt. Ja, das ist ja das Interessante. Meint man oftmals so, ja, da ist man irgendwo auf dem Land und hat nichts. Aber eigentlich haben wir mehr wie an anderen Orten. Genau. Aber das sind halt so die Vorurteile, die man halt ja, leider halt mitbekommt und aufrecht haltet, wenn man es nicht selber einmal geht widerlegen. Oder einmal offen ist, auf Menschen hören, die sagen, hey, jo, ich habe das anders erlebt. Es ist gar nicht so, wie alle sagen. Und das ist ja das Interessante, dass der Mensch dann sagt so, nein, das habe ich anders gehört. Das habe ich anders gehört. Und dann sagst du, ja, ich habe das auch das Leben lang anders gehört. Aber ich bin vor Ort. Ich bin schauen. Und es ist nicht so, wie ich das Leben lang gemeint habe. Ja, aber, ja, okay. Und dann höre ich dann einfach jetzt dann mittlerweile auf, weiterreden. Das muss jeder selber wissen. Ich kann nur das sagen, was ich live erlebe. Und es ist anders, als ich gelernt habe. Oder gelernt haben wir es ja nie. Wir haben es ja einfach gesagt bekommen. Viele wissen ja, also, die haben das ja nie gelernt. Die haben das einfach von den Eltern gehört oder von Kollegen gehört oder im Fernsehen gehört. Und das stimmt ja alles, was im Fernsehen läuft. Darum, weil das, was im Fernsehen gesagt wird, so real ist, dann glaubt man an den Leuten nicht mehr, die dann wirklich vor Ort sind und sagen, ich habe das anders erlebt. Weil ich bin es vor Ort anschauen. Und das ist so fern dann, dass man dann sagt, nein, das kannst du gar nicht wissen. Das kannst du gar nicht wissen, weil im Fernsehen sagt man was anderes. So, ich glaube, man hat es verstanden. Hui da. Jetzt habe ich dreckige Schuhe. Super, Fabio, gut gemacht. He? Wieder nicht geschaut, wo du hinlaufst. Gleich bin ich nicht daheim. Also hey, schlicht einmal weiter. Ich hätte ja den Weg können nehmen statt das Feld, Mann. Ich hätte den Weg nehmen können, aber ich habe lieber das Feld genommen.